Es ist zwar nicht ganz so früh wie beim Kruger National Park, aber wir haben immer noch kurz vor 7. Jetzt geht's gleich rein in den Park. Hi, wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier. Eigentlich berichten wir in unseren Videos von unseren Reisen mit dem Campervan. Die letzten 1,5 Jahre sind wir mit unserem Kastenwagen kreuz und quer durch Europa gereist, davor auf dem Landweg über die alte Seidenstraße von Deutschland über Zentralasien bis nach Thailand gefahren. Ja wirklich, mit diesem Auto hier. Und jetzt, nach 31 Monaten Vollzeit-Vanlife, haben wir unseren Camper zum ersten Mal stehen gelassen und sind nach Südafrika geflogen. Nach unseren überwältigenden Safari-Abenteuern im Kruger Nationalpark, während der wir nicht nur ein gutes Dutzend Löwen, sondern auch einen Geparden, Leoparden, unzählig viele Giraffen, Elefanten, Zebras, Antilopen und vieles mehr gesehen haben, haben wir euch im letzten Video auf die Panoramaroute entführt. Wir haben über den riesigen Blythe River Canyon gestaunt, landschaftliche Besonderheiten im Nordosten Südafrikas erkundet und malerische Wasserfälle besichtigt. Nach einer langen Fahrt zurück in den Süden gehen wir jetzt also im Addo Elephant National Park auf Safari. Werden wir auch hier die Big Five sehen oder kann uns der Addo im Vergleich zum großen Kruger Nationalpark nur wenig begeistern? Das ist eine denkbar andere erste Stunde als unsere Aufenthalte im Kruger Nationalpark. Ja. Nimmt man besser das südliche oder das nördliche Einfahrtstor? Können wir uns jemals an süßen Babyelefanten satt sehen? Und empfehlen wir eine Selbstfahrer-Safari oder macht es mehr Sinn, sich einem Guide anzuschließen? Das und vieles mehr werden wir euch heute verraten. Los geht's! Am frühen Morgen, kurz vor Öffnung des Parks, stehen wir also am südlichen Gate des Addo Elephant National Parks. Und zwar wieder mit dem eigenen Auto bzw. Mietwagen. Denn wie zuvor schon im Kruger sind auch hier Selbstfahrer-Safaris coolerweise erlaubt. Man kann also auf eigene Faust losziehen, ohne sich für zusätzliches Geld einer geführten Tour anschließen zu müssen. Dazu später mehr. Der Addo Elephant Park liegt kurz vor den Toren von Port Elizabeth, ganz im Süden des Landes und nur wenige Kilometer von der Garden Route entfernt. Wer hier einen Roadtrip macht, darf den Addo eigentlich nicht verpassen. Der Park ist rund 1600 Quadratkilometer groß und damit der drittgrößte Nationalpark des Landes. Vom großen Kruger Nationalpark wird er aber dennoch in den Schatten gestellt, denn der ist mehr als 10-mal so groß. Trotzdem hat der Addo etwas, das der Kruger nicht hat. Hier kann man nicht nur die Big Five, also Elefanten, Büffel, Nashörner und Löwen und Leoparden sehen, sondern saisonal sogar die Big Seven, also auch noch Wale und Haie. Denn der erweiterte Addo National Park reicht bis zur Küste und schließt dort ein Meeresschutzgebiet mit ein. Und da vor der Küste Südafrikas leben nicht nur ganzjährig weiße Haie, sondern kommen von Juli bis November auch noch rund 2500 Wale zum Kalben hinzu. Wir sind im März und damit außerhalb der Walsaison hier und sind auch nicht unbedingt scharf darauf, weiße Haie zu sehen. Daher bleiben wir an Land und erfreuen uns an allen Tieren, die es hier zu sehen gibt. Wir sind jetzt 1 Stunde hier im Park und haben ehrlicherweise noch kein einziges Tier gesehen. Es sind ein paar Vögel über uns rüber geflogen, aber ansonsten war es das. Es ist eine denkbar andere erste Stunde als unsere Aufenthalte im Kruger Nationalpark. Ja. Aber wir haben die Hoffnung natürlich noch nicht aufgegeben. Die ersten paar Kilometer waren sehr, sehr dicht bewachsen. Dichte Hecken, dichtes Gestrüpp links und rechts von der Straße. Ja. Und jetzt gerade hat es hier aufgeklärt, wollte ich sagen. Jetzt ist hier weites Feld. Also, jetzt kann man. Da ist was. Da ist ein Tier. Ich glaube, es ist ein Schwein. Schwarzes Schwein. Ja, ein Schwein. Es ist ein Pumba. Hallo. Cute. Seid ihr?
wieder ins Bettchen. Was war das denn? Oh, das Schwein ist an dem Ja. Ding vorbeigelaufen. So ein Stück raus. Warte. Na, stopp. Oh, das wird verdeckt. Man kann zwar sehr gut erkennen. Ja, Klein, komm hier! So, jetzt ist die zweite Stunde um und ja, inzwischen haben wir dann doch ein paar Tiere gesehen. Ganz cool soweit. Schon zwei der Big Five auch, also ein Wasserbüffel und einen Elefanten. Ja, Und im Frühjahr haben wir Wasserbüffel erst ganz spät gesehen. Ja, das und stimmt. Nur weit weg. Ja, dann am Beim ersten dritten Mal. Tag und so dann schon auch näher. Ne? Ja. Ja. Ja, und dann mal schauen, ob wir jetzt vielleicht noch einen Leoparden sehen, vielleicht einen Löwen. Mhm. Eine große Herde Elefanten. Das ist eigentlich das, was ich gerne sehen würde hier. Und ein paar Erdmännchen. Erdmännchen. Ja, es gibt noch einige. Und viele kleine Tiere gerne. Also klein im Sinne von Baby-Leopard, Baby-Elefant. Babyschweine haben wir schon. Ja, Babyschweine haben wir schon. Weiter geht's. Was war das denn für ein Geräusch? Hat er gemacht? Ja. So, mal durchschnauben. Wir sind hier an einem Wasserloch und hier sind einfach 6, 7, 8 Tierarten zusammen. Ein Elefant, ein Büffel, ganz viele Zebras, ganz viele Schweine, Antilopen im weitesten Sinne. Sieht super cool aus. Okay. Und es ist komplett still. Ja. Man hört hier gar nichts. Ah, da muss das Wasser sein. Ja. Ja, da sind auch noch Antilopen und sonst was.
rumgelaufen. Nice, 3 kleine. Wollt ihr mal richtig viele Elefanten an einem Ort sehen? Oh, Kleiner! Das sieht geil aus mit den 3. Ja. Ein Rösel, der Große. Leg den Rüssel auf den Rücken von dem Mann. Siehst du es? Ja. Der so noch. Ja, genau. Meine Oma. Ein Ministück zurück. Damit du. Oh, der Kleine. Hat er sich beschwert, obwohl sich. Der beschwert sich, glaube ich. Ja, der will Der trinken. will. Da sind so viele Rüssel am Berg. Der ist drunter hergelaufen. Ja. Das sind so viele. Ja. Weggeschoben. Diese. Können den ganzen Tag hier stehen und die beobachten. Verstehe ich. Ja, wow. Ja.
Wenn ihr außerhalb des Nationalparks übernachtet, empfehlen wir übrigens nicht über das nördliche Main Gate reinzufahren, sondern über das südliche Gate. Denn dann könnt ihr einmal entspannt bis ganz hoch in den Norden fahren. Das hat bei uns jetzt mit allen Stopps und so 5 Stunden gedauert. Und denn nur da gibt es ein Restaurant und einen Shop, wo ihr irgendwie einen Kaffee bekommen könnt. Das haben wir gemacht und jetzt fahren wir wieder runter. Mal eben gucken, ob wir hier abbiegen müssen. Ja. Let's try. Ja. Ellen! Das sind schon einfach coole Tiere. Ja. Oh, ist noch jemand müde? Ja, du bist schön. Ja. Oh, ganz müde. Also was hier definitiv auffällt, ist, dass die Sicht sehr viel besser ist, weil das Gras sehr viel niedriger ist als im Krüger Nationalpark. Voll. Also das ist hier halt irgendwie ein paar Zentimeter hoch und im Krüger war es immer irgendwie mindestens einen halben Meter. Ja. Man kann echt weit gucken. Ja. Und klar, das liegt natürlich daran, hier ist es sehr viel heißer, hier gibt es sehr viel weniger Niederschlag. Dann wächst das natürlich nicht. Ja. Aber ja, das macht Lust, wiederum den Krüger mal in der Trockenzeit zu sehen. Mhm. Weil dann kann man da, glaube ich, wirklich nochmal ganz anders gucken. Ja. Moin, Kulu! Oh Gott, ist der klein. Oh Gott, ist der klein. Oh, ist der süß. Okay, im Umkreis von 50 Meter sind einfach 100 Elefanten. Absoluter Wahnsinn. Guck mal. Ja, ich glaube, die sind noch nicht fertig. Ja.
Es wird ja sicherlich die Frage aufkommen, Krüger Nationalpark oder Addo Elephant Nationalpark, was würden wir empfehlen? Und ich glaube, da können wir nur sagen, macht das, was ihr machen könnt. Habt ihr die Gelegenheit, hoch in den Nordosten zum Krüger zu fahren, dann macht auf jeden Fall den Krüger Nationalpark, weil der ist einfach größer, da gibt es mehr Tiere. Das ist ja einfach nochmal ein anderer Schnack als hier. Ja. Aber ist das für euch ein zu großer Umweg und seid ihr auf der Garden Route unterwegs, dann kommt hierher, weil also auch dieser Park ist weitläufig, auch hier kann man super viel sehen. Ja. Das ist sowieso auch nochmal ein bisschen ein anderes Erlebnis, durch die andere Vegetation, eben andere Tiere. Ja. So, und ich glaube, das können wir dazu sagen. Bestenfalls natürlich beides, aber ja, das zu unserer Einschätzung. Und die zweite Frage, die dann aufkommt, selbst fahren mit einem Mietwagen oder eine offizielle Tour buchen. Das ist schwer zu sagen, weil auch das beides hat Vor- und Nachteile. Habt ihr nur einen einzigen Tag, dann würde ich sagen, auf jeden Fall eine gebuchte Tour. Weil das ist, ja, hier aber wahrscheinlich auch. Weil es ist nicht so teuer, um ehrlich zu sein. Und ja, die Ranger sind einfach besser vernetzt oder die Tourguides, wie auch immer. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr da mehr Tiere seht, ist höher. Ja. Aber Selbstfahren ist definitiv auch richtig cool, weil man sieht auch so super viele Tiere. Man ist in seinem eigenen Tempo unterwegs. Man kann bei den Tieren, die man länger sehen möchte, so lange bleiben, wie man will. Ja. Und ja, man spart eben auch Geld. Beides hat Vor- und Nachteile. Definitiv. Schwein, Schwein. Das ist wieder erschreckt. Sorry. Ja, zeigst mir deinen Arsch. So, das war's. Wir sind gerade rausgefahren aus dem Park. Wir waren ja knapp über 10 Stunden jetzt hier. Ja. Die Zeit vergeht wirklich wie im Flug. Das war im Krüger Nationalpark auch schon so. Es war ein richtig cooles Erlebnis. Hat sich total gelohnt, auch obwohl wir eben vor ein paar Tagen schon im Krüger waren. Es ist einfach ja, ein bisschen anders. Ein Fazit haben wir ja gerade unterwegs, glaube ich, schon gemacht. Wenn wir irgendwas noch nicht beantwortet haben, was euch interessiert, dann lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns am einfachsten einfach unten in die Kommentare und wir versuchen alles so gut wie wir können zu beantworten. Ja. Wir fahren jetzt ins Airbnb und hoffen, dass wir da duschen können, denn seit gestern Abend ist da das Wasser ausgefallen, wohl in dem ganzen Ort. Ja. Nicht so richtig gut. Hoffentlich ist es jetzt gleich wieder da. Und dann würde ich sagen, beenden wir jetzt dieses Video. Ja. Und wir melden uns nächste Woche wieder. Von wo genau, das werden wir dann sehen. Irgendwo von der Garden Route, das steht fest. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.